Lockhart's Light Medium. Heavy Cool Breeze by Brimstone. Paradox. Bei Brimstone Edition Max Play. In Brimstone Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, Mahlzeit, schönen Abend, wann auch immer ihr das Video anschaut. Wie ihr seht, sind wir heute mal wieder im Pomadeshop München, nicht im Ottobrunner Showroom. Und ja, ich bin der Alex von Pomadeshop und ich mache heute mal wieder so ein kleines Spezial für euch. Und zwar geht es um Lockharts. Es hat ja jemand unter dem Video kommentiert, wir haben sehr viele Produkte, wir haben ja schon einige reviewed, aber noch nicht alle. Und dementsprechend will ich mit euch jetzt mal einmal durchs komplette Lockhart-Sortiment durchgehen und euch kurz erklären, wie so die Produkte funktionieren und wie sie so sind. Ich würde mal starten mit ölbasiert, mit klassischen Pomaden. Und zwar, da haben wir einmal die Lockhart's Light. Die hat der Flo ja schon für euch reviewed. Seht ihr hier oben oder hier oben, bin mir nicht so ganz sicher. In der weißen, silbernen Dose. Und zwar wirklich eine Light-Pomade. Also ist vergleichbar irgendwo Sweet Georgia Brown von Michael Gillard, die Wild Heart, so in der Kategorie wirklich eine weiche, super glänzende klassische Brillantina. Aber wenn ihr das gesamte Video sehen sollt, wie erwähnt, hat der Flo das oben ja schon gemacht. Mit einem ja, Big Red Kaugummi-Duft, glaube ich, trifft es am ehesten, so eine richtig schöne Zimtbombe. Da haben wir einmal die Lockhart's Light. Dann geht es weiter bei der Lockhart's Medium mit dieser bronzefarbenen Dose und der roten Schrift. Wirklich eine schöne Medium, genau Medium, Medium halt, bisschen mehr als Medium Glanz, also vergleichbar auch hier Dapper Dan Medium, Suavecito Oil Based, so in dieser Festigkeit und ein sehr eleganter Duft, mag ich wirklich sehr, mit VTV, Sandelholz und Vanillig, schön eleganter Duft und ja, Top Medium. Und was die ölbasierten bei Lockhart so ein bisschen auszeichnet ist, wenn ihr schon mal die Klassiker geschmiert habt, wie so eine Nunile Murrays, die sind ja immer sehr, sehr klebrig, sehr schlonzig, während die deutschen handgemachten Pomaden eher mal recht wachsig, so ein bisschen trockener, so ein bisschen cremiger sind. Und die Lockhart's ölbasierten, egal welche ich jetzt noch vorstelle, die sind alle so genau in der Mitte. Die sind nicht richtig wachsig, die sind aber auch nicht richtig klebrig, genau die goldene Mitte. Sehr, sehr schön, wie ich finde. Dadurch trifft es sehr viele Geschmäcker. Genau, dann hatten wir die Medium, dann geht es weiter mit der Heavy, die feste Pomade von Lockhart's in der schwarzen Dose. Eine schöne feste Pomade, relativ matt das Ganze, wie man es bei einer festen Pomade gewohnt ist. Wo kann man die jetzt einordnen? Ja, ich finde sie leichter einzuarbeiten als eine Nunile, wenn man jetzt einen Klassiker nehmen würde und trotzdem einen Ticken mehr Halt, also wirklich eine gut zu verarbeitende Heavy-Pomade, so in der Kategorie Reuzel Pink vielleicht vergleichbar, also ist jetzt keine super feste wie eine Womanizer, aber ein schöner fester Halt und ja, mit einem wunderbar klassischen Kokos-Vanilleduft, erinnert sehr an High-Life-Pomaden zum Beispiel, wenn ihr die kennt, ja, die Lockhart's Heavy. Dann haben wir noch die Goon Grease. Wie ihr wisst, die habe ich ja schon reviewed, seht ihr auch wieder oben in einer Ecke. Einer meiner Lieblingspomaden, denn eigentlich für mich so die optimale Kombination aus leicht einzuarbeiten, Bombenglanz, obwohl sie einen festen Halt hat, nicht ganz so fest wie die Heavy von Lockhart's, aber fester als die Medium. Also das ist wirklich so genau der Firm Hold, der mir persönlich immer gut reicht. Und gibt es in zwei Düften, da haben wir einmal den Gurkenduft und einmal den Limettenduft, der deutlich intensiver ist, aber auch da könnt ihr euch nochmal alle Informationen im Video von mir anschauen. Schöne Pomade. Und dann haben wir noch im ölbasierten Bereich die Sonderedition Fire Brimstone. Da gibt es auch einmal eine Medium, die ist wirklich komplett identisch mit der normalen Medium vom Schmieren. Und eben dieser sehr spezielle, ja, Lagerfeuer mit Räucherstäbchen. Ich glaube, das trifft es wirklich auf den Punkt. Ein schöner Winterduft, nicht für jeden Tag, aber macht schon immer wieder Spaß. Und dann gäbe es noch da die Heavy. Und die ist ein bisschen anders formuliert, als es ihr bei der Standard Heavy habt. Die ist näher in meinen Augen an einer Goon Grease als an der Heavy, obwohl die auch Heavy heißt. Klingt verwirrend, ist aber so. Ist Shea Butter mit drin, dadurch geht die super easy in die Haare. Es ist ein Firm Hold, es ist jetzt auch kein super Heavy Hold und ihr habt auch wieder diesen Räucherstäbchen Lagerfeuerduft. Super genial. Das wäre die ölbasierte Linie von Lockhart's und dann gehen wir mal weiter in wasserbasiert. Und zwar haben wir da bei den Gelpomaden die Paradox.
Paradox ja, ist eine Gelpomade. Wie ihr wisst, bei diesen Gelpomaden, die werden ja oft sehr, sehr fest, sehr hart in den Haaren. Ist jetzt bei der Paradox nicht der Fall, die lässt sich auch noch top nachkämmen, also könnte man eigentlich schon als unorthodoxe Pomade bezeichnen und enthält sehr viele Öle, dadurch auch beim Auswaschen wenig das Gefühl trockener Haare, eine schöne pflegende, wasserbasierte Pomade in so einem ja, mittelfesten bis festen Halt. Nachstylbar, tolle wasserbasierte Pomade, auch die haben wir noch in der Fire and Brimstone Edition mit dem ja, wieder Lagerfeuer-Räucherstäbchen-Duft. Sonst alles gleich, also hier ist wirklich nur der Duft unterschiedlich. Genau, aber wenn ihr wasserbasiert Fans seid, kann ich euch nur noch mal ans Herz legen, die Paradox mal auszuprobieren. Schönes, schönes Produkt. Wird auch nicht so matt, weil bei vielen wasserbasierten ist ja so, dass die im Laufe des Tages ein bisschen an Glanz verlieren nach so einer halben Stunde, während durch die vielen Öle die Paradox doch vom Glanz her näher an der ölbasierten ist. Also nichts für die Mattfreunde, aber für die, die gern wasserbasiert nehmen, ein bisschen Glanz wollen, schönes Produkt. Dann geht es jetzt weiter in die matte Ecke, denn alle anderen weiteren Produkte tatsächlich sind jetzt matt. Ist natürlich momentan der Trend, so ein bisschen mattere Frisuren, ein bisschen texturierte Frisuren, bedient Lockharts in der gleichen Menge wie die Ölbasiert-Fans. Und zwar haben wir da das Matte Clay sowie die Fire and Brimstone Matte Clay. Auch hier wieder gleiche Zusammensetzung, gleiches Schmieren, wieder der Lagerfeuer-Räucherstäbchen-Duft und bei der normalen Matte Clay fast gar kein Duft. Also eine sehr, sehr neutrale, matte Pomade. Man muss sagen, die ist wirklich bombenfest. Die gibt einen mega Halt, ist aber vom Einarbeiten tatsächlich einer der schwierigsten Clays, würde ich jetzt behaupten. Das heißt, die müsst ihr fast schon in der Dose anföhnen, in den Haaren auch nochmal anföhnen. Dann lässt sie sich top verarbeiten, wenn die ein bisschen wärmer und weicher ist. Und hält bombig den ganzen Tag, aber erfordert einen Ticken mehr Aufwand, wie ich finde. Also es ist jetzt nicht das leichteste Produkt, aber toller Halt, wenn man damit zurechtkommt. Dann hätten wir, wenn es weitergeht, die Transcend. Die hatte jetzt der Max als zuletzt auch reviewed, seht ihr auch wieder oben. Transcend ist eine unorthodoxe Pomade. Das heißt, ihr habt eine Mischung aus einer klassischen Pomade und einer wasserlöslichen Pomade. Dadurch geht die nicht nur mit Wasser raus, aber mit Shampoo. Und bleibt auch den ganzen Tag wunderbar frisierbar, nachkämmbar, hat auch einen sehr festen Halt. Also würde ich definitiv als ja, eine der festesten Pomaden bei Lockharts einordnen. Und interessanterweise nicht parfümiert, ist einfach nur Pfefferminzöl drin. Das heißt, für alle, die vielleicht ein bisschen Probleme mit Parfüm haben, hätte man hier eine ja, parfümfreie Pomade mit der Transcend. Und dann geht es weiter bei den Styling-Pasten. Ein bisschen was anderes, da geht es los, die Anti-Gravity. In so einer recht cremigen Konsistenz, wo man erwarten würde, oha, das ist jetzt nur wie eine Nivea-Creme. Aber nein, das ist wirklich eine Paste für Fingerstyling. Also das ist kein Produkt, wenn ihr Kammlinien wollt, wenn ihr einen klassischen Pomadelook wollt, funktioniert die nicht, während alle anderen, die ich bis jetzt genannt habe, entweder mit Fingerstyling oder mit Kamm gut zu bearbeiten sind, ist die wirklich was für die Fingerstyler unter euch. Und zwar wird die schon beim Verreiben in den Händen sehr, sehr fest, sehr, sehr trocken und wenn ihr da durch die Haare durchgeht, machen die genau mit, was ihr mit den Fingern vorgibt. Und dementsprechend wirklich für sehr texturierte Looks, die einen festen Halt brauchen, ein sensationelles Produkt. Duft, ja, sind wir wieder so ein bisschen bei der Nivea-Creme, hat so einen leicht Nivea-cremigen Duft, bisschen blumig vielleicht noch mit dabei, nicht allzu stark, eben genau für Fingerstylings. Und zwar gibt es das Produkt nochmal in der identischen Zusammensetzung als Nevermore. Das ist eine Zusammenarbeit von Lockharts und Modern Man TV, was ihr auch bei YouTube findet. Ja, ist im Grunde die Anti-Gravity, aber mit einem bisschen intensiveren, bisschen noch blumigeren, frischeren Duft. Also wenn ihr mehr Duft wollt, dann erst die Nevermore, wenn ihr die Anti-Gravity auch gerne mögt. Zu guter Letzt hätten wir dann noch die Phantasm mit der, ich bin mir immer nicht sicher, ob es eine Katze oder ein Hase ist, es könnte beides sein, drauf. Und zwar, was ist bei der Phantasm nochmal anders? Die Phantasm ist auch eine Paste für Fingerstyling, im Grunde vergleichbar mit der Anti-Gravity oder mit der Nevermore, aber nochmal ein Fünkchen mehr Halt, also noch fester, noch mehr Halt und nochmal eine extra Portion Haarpflege mit drin. Da ist relativ viel Keratin drin. Das bedeutet, wenn ihr das Ding auswascht, habt ihr das Gefühl, eure Haare sind ganz butterweich und super gepflegt, was oft bei matten Produkten ja eher ein bisschen trockener oder sich ein bisschen
bisschen strohiger anfühlt in den Haaren, weil diese Produkte natürlich diesen mattierenden Effekt haben und dementsprechend so ein bisschen die Fette rausnehmen und dadurch die Haare ein bisschen trockener wirken lassen. Ist hier jetzt nicht der Fall. Aber dafür ist sie auch nicht komplett matt. Also die hat so einen ganz, ganz leichten Schein, ist aber nicht viel. Also wenn ihr natürlichen Glanz wollt, jetzt keinen öligen Glanz, aber so ein bisschen Schein, denn die anderen sind ja komplett matt, seid ihr bei der Phantasm. Auch die wird eben beim Verreiben sehr, sehr fest, sehr trocken in den Händen. So eine schöne Creme mit so einem, ja, auch wieder blumig, bisschen orientalisch würzigen Duft, deutlich intensiver als die anderen beiden, als eine Anti-Gravity oder als eine Nevermore. Auch das Produkt für das Fingerstyling. Und dann, denke ich, habe ich euch auch durch die komplette Lockharts-Reihe geführt. Es gibt natürlich noch mehr Pomaden von Lockharts, das sind aber die, die wir im Sortiment haben und die wir euch anbieten, entweder im Online-Shop oder natürlich hier im Laden. Und ich hoffe, euch hat das, der kleine Überblick über die Marke gefallen und ich habe alles zu den Produkten erwähnt, was für euch wichtig war. Sonst könnt ihr natürlich gerne immer noch Fragen drunter stellen, wenn irgendwas nicht ganz klar war. Und dann wäre es noch schön, wenn ihr die Glocke und den Abo-Knopf drückt. Das wäre natürlich super genial, wenn ihr das bis jetzt noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald mal wieder, vielleicht auch zu einem Review von mir oder hier im Laden. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald mal wieder. Ciao.